Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute eine No-Bake-Torte, eine leckere Waldmeister Philadelphia-Torte, getoppt mit einer leckeren Kirschgrütze. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch zuallererst die Zutaten für den Boden. Ich habe mich hier bewusst für eine komplette No-Bake-Variante entschieden, habe einen Keksboden gemacht, der aus nur 2 Zutaten besteht, aber natürlich, wenn ihr diese Keksböden nicht mögt, weil ich höre das immer wieder, dass man diesen Keksboden überhaupt nicht mag, dann ist es auch überhaupt kein Problem, ihn durch einen gebackenen Boden auszutauschen. Ich zeige euch heute meine Variante mit Keksboden und zuerst zeige ich euch die Zutaten und die Zubereitung des Bodens. An Zutaten für den Boden werden 150 Gramm Kekse benötigt. Ich habe hier Vollkornbutterkekse. Und außerdem brauchen wir 75 Gramm Butter. Die Vollkornkekse gebe ich in einen Gefrierbeutel, verschließe diesen und zerschlage sie mit einem Rollholz. Alternativ könnt ihr dies natürlich auch in einem Mixer machen. Anschließend gebe ich die Kekskrümel wieder in die Schale zurück, gebe die Butter auf den Herd, lasse sie dort schmelzen und verrühre sie mit den Kekskrümeln. Den Keksboden gebe ich nun in meine vorbereitete Springform. Ich bereite heute meinen Kuchen in 24 cm Durchmesser zu und habe den Boden der Springform mit einem Backpapier ausgelegt. Mit dem Löffelrücken drücke ich den Boden schön fest, alternativ funktioniert das aber auch super mit einem Glas. Der Boden muss nun für mindestens eine halbe Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank. Während der Boden nun im Kühlschrank steht und fest wird, wird die Creme zubereitet und dazu zeige ich euch jetzt die Zutaten. Wir benötigen 200 Gramm Frischkäse, 150 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Götterspeise in Waldmeister-Geschmack, 1 Esslöffel Waldmeister-Sirup. Das ist ein alkoholfreier Getränkesirup, den ihr in vielen Supermärkten in der Getränkeabteilung findet. Außerdem benötigen wir 400 Milliliter Wasser, 400 Milliliter süße Sahne und ein Sahnesteifmittel. Ich verwende hier 4 Teelöffel Sanapat. Alternativ gehen auch 2 Päckchen Sahnesteif. Zuerst wird der Zucker mit der Götterspeise und dem Vanillezucker verrührt. Das Wasser wird hinzugegeben. Anschließend muss alles 10 Minuten quellen, bevor alles nach Packungsanweisung auf dem Herd aufgelöst wird. Ist dies geschehen? Die Waldmeister Götterspeise ist nun warm. Diese sollte vor Weiterverarbeitung vollständig abkühlen. Sobald sie abgekühlt ist, wird die Sahne zusammen mit dem Sahnestandmittel steif geschlagen. Der Frischkäse wird mit dem Waldmeister-Sirup glatt gerührt und anschließend gebe ich die ausgekühlte Götterspeise hier langsam dazu. Dazu gebe ich erstmal ein wenig meiner Götterspeise hier hinein, rühre alles klümpchenfrei glatt, bevor ich dann den Rest der Götterspeise dazu gebe und unterrühre.
Zu guter Letzt wird noch die Sahne dazugegeben. Auch hier gebe ich erstmal ein wenig dazu, rühre alles klümpchenfrei glatt und hebe anschließend die übrige Sahne noch unter. Die Frischkäsecreme wird nun auf den mittlerweile ausgehärteten und kalten Keksboden verteilt und anschließend muss der Kuchen für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank, am besten über Nacht. Als nächstes zeige ich euch die Zutaten für die Kirschgrütze. Natürlich ist dieses Topping absolut optional. Wenn ihr Kirschen überhaupt nicht mögt, könnt ihr dieses natürlich weglassen und eine einfache Waldmeister Philadelphia Torte herstellen. Meine Empfehlung liegt aber absolut darin, es auf jeden Fall in dieser Kombi mit der Kirschgrütze einmal auszuprobieren. Für die Kirschgrütze benötigen wir ein Glas Sauerkirschen. Den Saft habe ich dabei aufgefangen. Den benötigen wir nämlich gleich auch noch. Außerdem brauchen wir 30 Gramm Zucker, 35 Gramm Speisestärke und einen Teelöffel Vanillearoma oder Vanilleextrakt. Den kalten Kirschsaft gebe ich zusammen mit dem Zucker, dem Vanillearoma und der Speisestärke in einen Topf und rühre alles klümpchenfrei glatt. Anschließend gebe ich den Topf auf den Herd und lasse das Ganze einmal aufkochen. Zwischendurch immer wieder rühren, damit der Kirschsaft nicht anbrennt. Sobald der Kirschsaft aufkocht, lasse ich ihn nur noch so lange kochen, bis er deutlich dicker wird. Anschließend schalte ich den Herd aus, gebe die Kirschen noch dazu und rühre sie mit einem Löffel unter. Die Kirschgrütze muss nun vollständig auskühlen, bevor sie auf der Torte verteilt werden kann. Damit dies etwas schneller geht, fülle ich die Kirschen aus dem warmen Topf um. Sobald diese ausgekühlt sind, löse ich die Torte mit einem angewärmten Messer aus dem Backrahmen. Gebe sie auf einen Kuchenteller. Ziehe noch vorsichtig das Backpapier unten raus und dekoriere die leckere Philadelphia Waldmeister Torte üppig mit der Kirschgrütze.
nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard. Und ihr findet ihn natürlich auch wie gewohnt hier unter dem Video in der Infobox. Ich hoffe, meine leckere Philadelphia Waldmeistertorte mit Kirschtopping hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wenn ihr noch nicht genügend Videos von mir gesehen habt, dann schaut einfach mal hier bei meinen anderen Videos vorbei und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Macht's gut. Tschüss.